Herzlich willkommen zu einem weiteren Video von Multipla Garage. Im heutigen Video holen wir uns, wie ihr es im Titel seht, ja, unsere dritte Multipla ab. Warum? Ich habe absolut keine Begründung gefunden. Ich bin Automessi und die Multipla, die wir uns heute anschauen werden, gehört einem Typen, der auch mit in dem Multipla Fanclub ist, der auch mit in Naumburg war. Ja, und die ist relativ preisgünstig, hat jetzt leider keinen TÜV mehr, also dieses Jahr noch. Und ich denke mal, ich werde den TÜV fertig machen und dann fahren. Und ja, es ist übrigens ein CNG-Multi, also eine Blue Power mit reinem Erdgas. Das wird auch schon sehr interessant und witzig. Die Fahrt nach Hause, hoffentlich platzen wir nicht. So Leute, jetzt sind wir in Berlin angekommen. Man sieht's, Großstadt, sein Vater. Gleich drüben rein auf diesem Mieterparkplatz, da wird die Multi irgendwo stehen. Und mal gucken, wie viele Aufnahmen wir davon dann bekommen. Übrigens mit Flex in Multipla Aufkleber drauf, den ich jetzt nicht drauf gemacht habe. Keep Flex in Multipla sage ich dazu wieder nur. Also da war schon vorher drauf. Probefahrt habe ich gemacht. Läuft eher schlecht als recht. Ist aber ganz witzig, das Auto. Hier unten habe ich gerade schon meinen Fuß festgeklemmt bei der Kupplung. Kupplung ist übrigens sehr gut. Ansonsten Gammelproblem, 240.000 runter, alles verklebt im Innenraum, Gurt rollt sich nicht mehr auf. Standgasproblem hat er auch, allerdings, dass er nicht zu hoch ist, sondern zu niedrig. Ja, ich denke, wir werden es wagen jetzt nach Hause. Wir lesen nochmal gleich die Fehler aus, ob mal ein Fehlercode drin ist. Gegebenenfalls setzen wir das zurück. Ihr hört es, Berlin-Tegel, ist ein bisschen laut hier. Gut, ich denke mal, die nächste Szene wird sein, wie wir irgendwo auf der Autobahn sind und sterben. Direkter Szenenwechsel auf die Autobahn im Erdgasmulti. Wir fahren hier unsere gemütlichen 120. Könnt ihr leider nicht sehen. Interieur alles verklebt und so. Also ich gehe dann nochmal in einem anderen Video drauf ein, was denn alles der Defekt an diesem Fahrzeug ist. Warum er dann auch so günstig war. Er hat jetzt diesen Monat noch TÜV. Wir fahren, ihr seht, alles vibriert hier drin. Ihr könnt heute mal eine Jacke sehen. Ich weiß nicht, ob die Kamera das so gut erkennt. Also irgendwas scheint da, zieht auch übelst nach rechts, wenn ich loslasse hier. Ich weiß nicht, ob da irgendwie die Spur verstellt ist, dass die Reifen, ich weiß nicht, ob das irgendwie ausgewuchtet ist, keine Ahnung. Auf jeden Fall muss ich da gucken, was für den nächsten TÜV alles jetzt gemacht werden muss. Auf jeden Fall die Achsvermessung muss sein. Gott sei Dank sind wir jetzt auf der A2 raus aus Berlin. Natürlich zwar an sich eine schöne Stadt, aber fahren kann man da nicht so gut. Schon gar nicht mit Multipla. Turin war ja noch schlimmer. 240.000 Kilometer runter. Hier, jetzt könnt ihr das auch nochmal genauer erkennen. 241.000 Kilometer runter. Ja, also wir beten, dass das Ding nach Hause kommt. Die Pla hat sie auch von Italien nach Hause geschafft schließlich, also wünscht mir Glück. Also wir hatten gerade ein kleines Problem, und zwar haben wir keine Erdgastankstelle gefunden und die Karre war leer. Und ich dachte mir, Junge, komm schon, bitte, lass hier irgendwo eine Erdgastankstelle auftauchen. Jetzt hier auf irgendeinem Autohof, kurz vorm Ziel, haben wir endlich eine gefunden. Denken wir, tanken, was dauert denn das so lange da? Was läuft denn das so langsam? Mensch, 11 Euro bleibt das Ding stehen. Ich so, scheiße, was ist denn mit dieser Tankstelle los? So, okay, ich hänge das Teil ein, mach Zündung an. Für 11 Euro diese Karre vollgetankt. 11 Euro eine Tankfüllung. Wo auf der Welt gibt es bitte schön sowas, wo man sein Auto für 11 Euro voll tanken kann? Gut, die Reichweite liegt jetzt gerade mal bei 400 Kilometern, aber wir haben jetzt gerade mal 300 geschafft, nicht mal. Aber trotzdem 11 Euro, rechnet das mal hoch. Endlich wieder fast in der Heimat. Also das war, Gott sei Dank habe ich nicht so viel gefilmt. Also ich war auch schon extrem aufgeregt, muss ich schon sagen. Also ich glaube, Micha kann mich da ganz gut verstehen. Da musste schließlich Multipla von Italien nach Hause fahren. Nur ja, jetzt sind wir fast zu Hause. Jetzt gibt er wieder Gas in dem Moment, wo ich rüberfahre. Naja, war ein schöner Ausflug. Ich glaube, wenn wir zu Hause sind, zeige ich euch den Wagen nochmal komplett von außen. Einmal einen kleinen Rundgang machen, wenn es bis dahin noch nicht dunkel ist. Alles klar. Ich denke mal, den Rest wird er jetzt schaffen. Nochmal ein kleiner Nachtrag zu dem, was ich gerade gesagt habe, dass wir ohne weitere Probleme nach Hause kommen. Gerade hatten wir zum ersten Mal dieses angesprochene Problem, dass manchmal im Stand die Drehzahl zu weit absinkt und dass er dann ausgeht. Konnte ich jetzt auch noch ganz gut abfangen, indem man halt kurz im Stand Vollgas gibt und dann fängt er sich auch wieder. Woran das liegt, weiß ich nicht. Ich kenne mich so gut wie null aus mit Erdgasmotoren.
Ich denke mal, so viel anders werden die nicht sein als normale Benzinmotoren. Ich versuche da jetzt rauszufinden, woran es liegt. Also es gibt so ein Programm, ich glaube Multiscan heißt das. Ich werde mir das jetzt demnächst mal versuchen, irgendwo zu organisieren. Da kannst du halt explizit für Multiplas Fehlercodes auslesen aus dem Motorsteuergerät und kannst halt dann Multipla-typische Probleme sofort erkennen. Ich denke mal, das liegt dran, weil es hieß irgendwie P0 irgendwas, Tonrad. Keiner weiß, was das bedeutet. Das ist irgendwie so ein Scheiß verbaut von Fiat, was im Punto mal drin war und mal hier drin war. Es hieß wohl irgendwie den Drosselklappensteller, also das Leerlaufregelventil, soll da wohl irgendwie dann sporadisch zugehen. So, und dann normalerweise ja, erklärt sich ja von selbst, was da passiert. Ne? Ja, ich versuche jetzt irgendwie das nochmal rauszufinden. Am besten mit unserem Kollegen der Fiat-Werkstatt sich mal auseinandersetzen, weil der ist ja auch Multipla-Fan und der kennt sich auf jeden Fall aus mit diesen Autos. Ja, aber man sieht, sparsam ist er jetzt nicht. Schon wieder ein halber Tank leer. Ein paar Kilometer später. Könnte ein bisschen weiterfahren. Mal gucken, ob alle Gasflaschen aufgedreht sind. Ich kann es mir jetzt gesagt nicht vorstellen. Gut, aber jetzt werden wir ohne Probleme nach Hause kommen. Nun sind wir zu Hause angekommen und jetzt mache ich nochmal dieses kleine Walkaround. Damit ihr einmal kurz seht, um was es sich hier handelt. Es handelt sich um eine Fiat Multipla CNG, also rein erdgasbetrieben. Hier unten drunter liegt noch ein Warndreieck, ein roter Sitz in der Mitte. Das Ding bekommt den Namen Villa Kunterbund. Ist extrem nice, also ich glaube, das könnte sogar so bleiben, aber ich habe noch eine Thermobox, die eigentlich in die Mitte muss. Mal gucken, ob ich hinten einen roten Sitz finde. Eigentlich ganz witzig. Das hier war alles schon vom Vorbesitzer drin, haben wir so mitbekommen, sehr vertrauenswürdig. Vor allem, dass da drüben in der anderen Tür noch eine Ölflasche ist. Dann haben wir hier Warnwesten, da vorne haben wir Warnwesten. Und hier unten, glaube ich, haben wir auch eine Warnweste. Ich werde auf jeden Fall, also das Video seht ihr jetzt am Sonntag und nächste Woche Sonntag kommt dann die Autovorstellung. Also da zeige ich euch alles ganz genau im Detail von diesem Auto. Es geht jetzt halt nur darum, dass ihr einmal seht, was ich mir hier für ein Teil angetan habe. Hier wurde ein bisschen was gespachtelt. Hutablage hat er jetzt nicht, hat auch keine Halterung dafür. Genau, die Ansaugbrücke vom Erdgaser habe ich auch dazu bekommen. Man sieht es ja, ne, mit den Einspritzventilen. Ob die laufen oder nicht, kann ich jetzt nicht sagen. Ist jetzt nicht besonders schwer. Wurde auf jeden Fall gut gereinigt. Man sieht es ja hier drin. Die muss ich gleich mal wegräumen. Also das ist quasi dieses Teil, was wir mal bei meinem anderen nicht abbekommen haben. Nur halt in Erdgas-Version. Farbe ist hier auch Moongrau, wie in meinem anderen. Es fokussiert, glaube ich, nicht. Ach, ich glaube, ihr könnt das schon sehen. So, dann wird die Butze zugemacht. Das Beste kommt natürlich zum Schluss. Geile Aufkleber und den Flexo Multipla Aufkleber schon vom Vorbesitzer drauf. Und auch endlich mal die Adresse zu unserem Multipla Fiat Fanclub. Extrem geil, dass das Stock da drauf ist, ohne dass ich irgendwas verändern musste. Hier ist die Kühlbox. Die schleppe ich gleich ins Trockene, lasse sie auslüften. Die stinkt so ein bisschen nach Schimmel. Die Fenster sind jetzt in Ordnung. Zentralverriegelung müssen wir hier auch haben. Gucken wir mal, ob die geht. Geil, Alter. Geile Karre. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal bei Multipla Garage. Tschüss.